So, willkommen im zweiten Teil. Wer den ersten Teil nicht gesehen hat, kurz zur Erklärung. Ich habe mich jetzt entschieden, das in 2 Teile zu schneiden, weil das sonst ein super langes Video geworden wäre. Ich zeige im ersten Teil, wie man das Gerät generell aufmacht, und ich zeige auch im ersten Teil, wie man es dann quasi wieder zumacht. In dem Teil hier gehe ich quasi nur darauf ein, wie man das Display und auch das Mainboard ausbaut. Und wer dann den Rest noch wissen will, der geht einfach zum ersten Teil zurück. Okay, dann zurück zu meinem Vergangenheits-Ich. An dem Gerät oder bei dem Gerät ist es jetzt so, dass wir das Display tauschen müssen. Und dann würde ich das jetzt hier auch direkt mal zeigen, wie man so ein Display tauscht. Da haben wir hier jetzt das neue Display noch mit der Schutzfolie drauf. Und auf der Rückseite kann man eigentlich schon super erkennen, wo das überall verschraubt ist. Nämlich einmal hier außenrum. Hier sind 2 Schrauben und auch hier sind 2 Schrauben. Und gerade diese 2 Schrauben sind hier unter dem Mainboard. Da weiß man also schon, dass man das komplette Mainboard rausmachen muss. Und um das Mainboard rauszunehmen, muss man vor allem vorher alle Kabel trennen. Und da haben wir einmal diese beiden Kabel hier. Das ist die Kamera hier oben und das Mikrofon. Dann haben wir dieses Kabel, das läuft hier durch bis nach hier unten. Das ist quasi für die Beleuchtung. Dann haben wir hier das eigentliche Display-Kabel. Und man muss auch das WLAN-Kabel, also entweder die Antennen rausnehmen. Ich persönlich schraube das WLAN-Kabel einfach ab, weil dann hat man das Gefriemel mit den Antennen nicht. Und die WLAN-Kabel, die laufen ja einmal hier drüben hin und einmal hier drüben hin. Und da ist es jetzt so, dass man diese Folie hier quasi abmachen muss. Ich habe das vorhin schon mal gemacht, damit das jetzt leichter geht. Weil die Antennen selber, die stecken hier in dem Rahmen drin. Und den Rahmen nehmen wir dann ab. Das heißt, wir machen hier drüben genau das Gleiche. Das kommt einfach ab. Und das reicht dann auch schon. Und auch hier für den Einschaltknopf, dieses Kabel hier, das muss man auch trennen. Und das machen wir jetzt alles mal. Bei dem Kabel hier ist es so, da sind so 2 kleine Brücken, die schiebt man quasi nach oben, einmal auf der Seite und einmal auf der Seite. Und dann kann man das Kabel da quasi rausziehen. Das mache ich dann gleich mit der Pinzette. Ja. Genau so, dann haben wir das schon mal raus. Dann machen wir das WLAN-Modul mal raus. Wie gesagt, das schraube ich jetzt hier einfach ab. Und dann ziehen wir das hier aus dem Slot. Und was ich hier auch wirklich empfehlen würde, ist, sich vorher ein Foto zu machen von dem Ganzen hier, dass man hier auch sieht, wo welche Kabel waren, dass das Kabel zum Beispiel hier unten drunter läuft, dass die WLAN-Kabel hier eingefädelt sind. So. Hier das eine raus, hier das andere und hier vorne. Und dann können wir das nämlich einfach hier liegen lassen. So, beim Displaykabel muss man erst diese Folie hier abmachen und dann funktioniert das im Grunde genommen genauso. Also auch hier kann man sehen, dass da ein Kippschalter ist. Den klappen wir jetzt quasi auf. Dann kann das Kabel hier einfach raus. Hier vorne noch, alle Kabel haben hier so Abdeckungen oder kleine Klebestreifen. Auch hier versuchen, das nicht am Kabel zu ziehen, sondern nach Möglichkeit am Stecker. Da geht das deutlich einfacher. Ja,
Genau, die Kontakte zeigen nach unten. Hier genauso bei den beiden, da sind auch Klebestreifen drüber. Und dann kann man das Kabel hier nach hinten hin rausziehen. Kontakte zeigen nach unten. Und bei dem Kabel ist es so, das kommt nach oben hin raus. Also auch hier die Kabelverbindungen, die sind einfach so sensibel, sage ich mal. Also da auch am besten am Stecker selber fassen, den nach oben hin abziehen. Da zeigen die Kontakte nach vorne. Und die können wir jetzt hier eigentlich auch gleich aus der Führung rausnehmen und hier lösen. Und auch hier das Klebeband weg. Und auch hier oben noch. Genau so. Dann machen wir das aus dem Weg. Und dann haben wir, wenn ich das jetzt richtig sehe, schon mal alle Kabelverbindungen. Das heißt, wir schrauben das Mainboard selber ab. Und ja, die Schrauben vom Mainboard sind im Grunde genommen die gleichen Schrauben, die wir hier schon für die Abdeckungen haben. Ich lege sie jetzt trotzdem mal gesondert hin, weil dann weiß man auch, ob man alle wieder richtig verschraubt hat beim Zusammenmachen. Und das Mainboard ist hier drüben so leicht eingehakt. Das heißt, das nehmen wir dann nach oben hin raus. Kabelverbindungen sind ja weg und nehmen es zu der Seite hinweg und bewahren das vorsichtig auf. So, wenn man das geschafft hat, kann man sich dran machen, den Rahmen zu lösen. Die Hauptschrauben habe ich alle schon rausgemacht. Da muss man sich jetzt eben nur noch an diese beiden hier halten. Das heißt, diese beiden Schrauben müssen raus. Diese beiden Schrauben müssen raus. Und dann müssen alle Schrauben raus, die hier um das Gerät, also am Rahmen selber sitzen. Die müssen auch raus. Die hier und die hier, die müssen alle raus. Sind auch alle gleich lang, kein Problem. Die habe ich mir jetzt hier schon mal hingelegt. Die beiden nehmen wir jetzt natürlich auch noch raus. Auch das sind die gleichen. Da müssen wir natürlich die Schrauben hier auch noch rausnehmen. Und dann müssen wir dieses Kabel hier einfach, das ist halt hier drauf geklebt. Und dann, das machen wir auch mit runter. Und dann kann man hier schon mal den Rahmen abnehmen. Das Displaykabel kommt da unten durch. Genau so. Auch hier der Stecker natürlich, der kommt hier durch. Das war hier. Deswegen auch, wie gesagt, Foto machen. Und dann hat man das Teil auch schon mal weg. Das ist nur hier aufgeklebt. Das kann man hier relativ einfach wegmachen. Und dann sollte man auf jeden Fall quasi Vorsicht walten lassen, wenn man das Kabel hier entfernt. Das ist hier auch mit einem Klebestreifen festgemacht. Das ist halt auch hier super verklebt. Auch erstmal das ganze Klebeband hier wegmachen. Genau so. Und dann wird das nach oben hin weggezogen. Allerdings muss man da die beiden, weiß nicht, ob man das hier so gut sieht, das wird ja an der Seite hier gehalten. Ich probiere das mal, ob ich das mit einer Hand hinkriege und gleichzeitig die Kamera halte. Also die werden quasi hier zusammengedrückt. Und dann kann man das rausnehmen. Ja, und dann muss man eigentlich nur noch diese Blende hier vorne wegnehmen. Und die kann man ja jetzt hier einfach abziehen. Manchmal klebt die hier drüben ein bisschen noch dran. So, die legen wir uns jetzt hier hin. Und ja, so viel zum alten Display. Da packen wir jetzt das neue rein.
hier haben wir das neue Display. Und jetzt beginnt ja der eigentliche Spaß, das in umgekehrter Reihenfolge alles wieder einzubauen. Da ist es definitiv hilfreich, wenn man sich da zwischendurch ein paar Fotos gemacht hat, gerade was so die Kabel angeht. Oder man hat einfach ein gutes Gedächtnis. So, wir fangen an. Machen als allererstes die Blende wieder hier vorne dran. Genau, schauen, dass die eben richtig sitzt, mittig. Genau so. WLAN-Kabel bleiben ja so. Die kann man auch, wenn man will, jetzt hier eigentlich schon wieder festkleben. Auch hier drüben. So, dann machen wir Kabel Nummer 1 wieder dran. Das kommt hier. Und da auf jeden Fall immer darauf achten, dass die Kabel auch wirklich bis zum Anschlag im Stecker sitzen. Nochmal aufmachen will man das jetzt wahrscheinlich eher nicht. Ja, auch das hier drüben vorsichtig wieder draufschieben. Das geht in dem Fall ja ein bisschen einfacher. Ich mag eigentlich auch ganz gerne das Klebeband wieder so gut es geht hier drauf machen. Der Stecker und auch das Displaykabel kommt ja jetzt durch das Gehäuse wieder durch. Schauen wir mal, dass das hier vorne bleibt. So. Das heißt, wir holen uns einmal dieses Kabel wieder durch. Und dann holen wir uns hier das Displaykabel wieder durch. Und legen den Rahmen. Da gibt es zum Glück diese Führungshilfen hier zum Beispiel. Da schauen wir, dass das oben drüber ist. Das ist nicht unwichtig. Ja, also hier zum Beispiel kann man das sehen, hier und hier. Das sind einfach überall eben diese Führungshilfen, die das klar machen. So, und hier, das war ja auch ein bisschen verklebt. Das legen wir jetzt so hin, dass es Spiel hat. Also dass es hier nirgendwo ja, quasi festklemmt oder dergleichen. Und auch das sitzt richtig. Wie gesagt, schauen, dass das hier oben drüber liegt. Das WLAN-Kabel auch nicht aufpassen, dass das nicht irgendwo hier drunter sitzt. Und dann müssen wir natürlich als allererstes diese beiden Schrauben hier, weil die sitzen ja unterm Mainboard, wieder dran machen. Und dann machen wir das Mainboard. Und da kommt jetzt hier, der Anschluss kommt hier durch. Und dann ist das hier ein ganz ähnliches Prinzip. Wenn man das hier wieder drauf macht, dann setzt sich das quasi so ein bisschen hier drauf. Also man hat einfach über diese beiden Fixpunkte gar keine andere Wahl. Also man kann das im Grunde genommen nicht falsch wieder verbinden. Und genau, dann verschrauben wir das schnell. Das waren die etwas längeren Schrauben. Ne? So, und wenn man jetzt hier keine Schrauben mehr hat, weiß man, man hat alle Schrauben auf dem Mainboard wieder verbunden. Das heißt, wir können jetzt mal die ganzen Kabelverbindungen wieder machen. Da machen wir die Beleuchtung zuerst. Wie gesagt, beim Displaykabel also erst aufklappen.
kommt das Kabel hier wieder rein. Und dann wieder zuklappen. Da gibt es auch diese schwarze Linie hier drauf. Da kann man gut sehen, ob das Kabel wieder richtig drin ist. Dann haben wir das hier. Da schaut man, dass man auf jeden Fall nicht die Öffnung der Schrauben hier überklebt, sage ich jetzt mal. Und das zu verbinden ist super friemelig. Also man muss halt schauen, dass die beiden Bügel hier offen sind, dass die nach oben zeigen, so einigermaßen. Und dann muss man das irgendwie hier rein friemeln. Auch hier gibt es eben so eine kleine Linie, die das ganz gut anzeigt. Und dann die beiden Bügel wieder runter. Und dann haben wir das quasi auch. Die WLAN-Antennen sind ja hier noch am Rahmen dran. Das heißt, die legen wir eben einmal hier rum. Dann kommt das zurück in den Slot. Und dann haben wir hier noch die super praktische Halterung. So, dann haben wir das auch. Die Kabel sitzen. Fehlen uns noch die Kabel für Kamera und Mikrofon. Kontakte zeigen nach unten. Und hier Kontakte zeigen nach vorne. Von oben. Auch die machen wir wieder ordentlich hier in die Führung rein. Legen das hier noch ein bisschen fest. Ja, damit haben wir eigentlich das Gröbste schon erledigt. So, ja, und dann kommt eigentlich die Fleißarbeit quasi jetzt hier drumherum alle Schrauben wieder reinzudrehen. Das machen wir jetzt auf jeden Fall im Schnelldurchlauf. Die Schrauben hier vorne sind mit M3 beschriftet. Die hier drüben hat keine Beschriftung. Das liegt einfach daran, dass das eine Schraube ist, die von hier kommt. Das heißt, wenn man die zuschraubt, kann man das nicht mehr festschrauben. Und ja, das gleiche eben auch bei denen. Also nur die verschrauben, wo hier M3 auch draufsteht. Und generell, wenn man alle Schrauben weg hat, sollte man ja dann eben auf der sicheren Seite sein. Die anderen Schrauben sind dann eben für die oberen Gehäuse. So, eine Sache noch zur Folie. Die Schutzfolie vom neuen Display. Da gibt es im Grunde genommen zwei Möglichkeiten. Entweder man macht die Schutzfolie ab, sobald man die Blende wieder drauf macht, und legt sich dann halt irgendwas unten drunter, dass das Display da nochmal geschützt wird. Oder man macht so wie ich jetzt, ich lasse die Folie quasi drauf und ziehe sie dann hinterher ab, weil das ist einfach nur so gering, dass man die eigentlich ganz gut lösen kann. Aber wenn man da ganz auf Nummer sicher gehen will, dann nimmt man die Schutzfolie einfach ab, quasi direkt am Anfang, bevor man das alles wieder zusammenbaut. Beides sollte eigentlich gehen. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.